Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal habe ich vor, euch Deko-Ideen mit Amaryllis im Glas zu zeigen. Und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 60 cm und der Durchmesser im oberen Bereich beträgt 18 cm. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes meine Amaryllis hier aus dem Topf hinausholen. Ich bin auch mal gespannt, wie die Knolle jetzt letzten Endes aussieht. In vergangenen Videos oder vielmehr, als ich die Amaryllis ausgepackt hatte, war ja alles am Vergammeln. Ist jetzt bei dieser Amaryllis auch der Fall. Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut sehen. Und diese vergammelten Wurzeln, die zupfe ich jetzt erst einmal ab. Guck mal, ob hier auch noch irgendwo Schimmel dran vorhanden ist. Scheint aber jetzt nicht der Fall zu sein. Ja, und man kann es jetzt auch sehen, die Amaryllis stand jetzt in diesem Substrat deutlich zu nass. Das mögen die überhaupt nicht. Mal eben hier sauber machen, die Knolle, dass dieses ganze nasse Gedöns hier mal abkommt. Wenn bei euch hier Schimmel dran sein sollte, dann, ich sag mal, mit einem Messer vorsichtig entfernen. Das nehmen wir hier auch mal weg. Das ist wirklich viel zu nass. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man das hier abzupft. Besser, als wenn da nachher dann Schimmel mit dran vorhanden ist. So, jetzt räume ich mal eben meinen Arbeitstisch auf und dann geht es hier weiter mit der Dekoration des Glases. Ich vermute, die anderen beiden Amaryllis werden auch viel zu nass in diesem Substrat drinne sein, aber ist dann halt so. Im nächsten Schritt wird meine Amaryllis-Knolle mit diesem Plattenmoos umwickelt werden. Ich muss das jetzt auch noch zurechtzupfen, weil das wäre jetzt für meine Zwecke dann doch etwas zu groß. Ja, mal schauen, ob ich nachher doch alles benötigen werde. Ich lasse auch einen Teil der Knolle jetzt hinausschauen. Das bleibt jetzt aber auch jedem selbst überlassen, was er halt ja, lieber leiden mag. So, mal eben gucken. So macht das jetzt schon mal einen ganz guten Eindruck auf mich. Aber ich will jetzt in diesem mega hohen Glas nicht zu tief drin haben. Von daher werde ich jetzt den Glasboden auch mit etwas Plattenmoos abdecken. Und ich glaube, ich sollte jetzt mal langsam auch die Perspektive wieder für euch wechseln, damit ihr das gleich besser sehen könnt. Ich mache das Moos aber hier so an den Rändern etwas nach oben, damit man halt auch nur diesen richtig schönen Teil vom Moos nachher sehen kann. Ich bin zu klein. Ja, ich habe hier irgendwo noch so einen kleinen Tritthocker, den muss ich mir jetzt auch noch mal hinzuholen. So geht das Ganze jetzt doch ein bisschen besser. Jetzt kommt die Amaryllis, die bereits mit Plattenmoos umwickelt ist. Und die kommt auch auf das vorherige Moos hinauf. Ich bin aber echt zu klein für das Glas hier. So, ich drücke das jetzt auch etwas an. Achte auch darauf, dass die Amaryllis, ja, ich sag mal, einigermaßen gerade hier drin ist. Hier haben wir irgend so einen Ast. Ach komm, den lassen wir da drin. Soll ja hier auch schön natürlich nachher aussehen. Ich überprüfe jetzt mal mein Glas, ob das Ganze jetzt schon mal in meinem Fall soweit passt. Ja, und dann wird natürlich noch weiter dekoriert werden. Ich habe jetzt hier 2 Ranken vom wilden Wein, die stammen aus meinem Garten. Und dann habe ich hier noch etwas Thymian, der stammt auch aus meinem Garten. Ehrlich gesagt will ich jetzt dazu die ganze Zeit Rosmarin sagen. Ich weiß auch nicht, ich habe es immer mit Thymian und mit Rosmarin. So, wilder Wein, komm mal her. Vielleicht nehme ich auch nur eine Ranke, weiß ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Ich beginne hier mit dem Anfang vom wilden Wein. Stecke den mal in mein Moos hinein. Und dann wird der hier so, ja, drumherum gelegt werden. So wie man es halt leiden mag. Kann dann auch bei meinem Glas etwas hinausschauen. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen können. Das Glas ist eindeutig zu groß. Jetzt habe ich hier so ein ganz dünnes Strubbelende. Könnt ihr auch bestimmt nicht wahrnehmen. Schneiden wir mal eben ab. Das gefällt mir jetzt nicht. Na, gehst wohl ab? Danke. Mal eben gucken. Ja, da kann aber gleich noch eine hinein. Auch wieder den Anfang in das Moos hineinstopfen. Natürlich jetzt nicht durch die Knolle hindurch pieksen. Jetzt arbeite ich meinen Thymian ein. Der wird aber mehr so am Glasboden nur hingelegt werden. Als Abschluss kommen jetzt noch diese silber angesprühten Zapfen einer Schwarzkiefer hinzu und eventuell noch dieser Stern. Eine Sache hätte ich jetzt schon fast vergessen mit einzuarbeiten, und zwar diesen Riesenzierlauch. Der stammt aus meinem Garten und ist jetzt mittlerweile 3 Jahre alt. Ich muss allerdings im Laufe der Zeit dann halt auch darauf achten, ja, dass die Amaryllis hier so frei hinauswachsen kann. Und von daher kann es dann auch gut möglich sein, dass ich im Laufe der Zeit den Riesenzierlauch dann doch wieder entfernen werde.
Ach, was ich euch jetzt auch noch erzählen wollte, meine Amaryllis wird so 1- bis 2-mal die Woche ein Schnapsgläschen voll mit Wasser erhalten. So, und das Glas, da kann jetzt hier erstmal beiseite und dann legen wir mal los mit Glas Nummer 2, beziehungsweise ich räume hier erstmal meinen Arbeitstisch ein bisschen auf. Mein zweites Glas hat eine Höhe von 18 cm und der Durchmesser beträgt 20 cm. Ja, und auch hier nehme ich jetzt mal zunächst die Amaryllis aus ihrem Topf hinaus. Ich bin mal gespannt, wie die gleich aussehen wird, aber das wird garantiert genauso schrecklich sein wie bei der vorherigen. Ja, es ist ein Hauch besser, aber auch hier nehme ich die gammeligen Wurzeln einfach mal mit den Händen ab. Die bildet aber auch im Laufe der Zeit wieder neue Wurzeln aus. Ne? Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich nehme jetzt hier mal alle ab. So sehen die normalerweise aus, hier dieses Weiße. Aber die ist auch etwas gammelig. Ich nehme jetzt hier alle ab, außer diese etwas weißliche. Und wie bereits erwähnt, im Laufe der Zeit bilden die dann auch wieder neue Wurzeln aus. Zum Glück ist jetzt an keiner Pflanze bisher Schimmel dran gewesen. Und dieses alte Substrat, das werde ich auch nachher entsorgen. Das werde ich nicht für irgendwas anderes aufheben. Ich schmeiße mir das einfach nachher in den Garten. Bei diesem Glas werde ich auch den Boden zunächst mal mit Plattenmoos auskleiden. Und wahrscheinlich werde ich auch noch ein paar Steine mit einarbeiten. Nun arbeite ich eine 2 Meter lange Drahtlichterkette ein. Jetzt kommen noch weitere Deko-Elemente hinzu und natürlich auch meine Amaryllis. Die Amaryllis wird jetzt aber nur auf das Moos hinaufgesetzt werden. Dann kommen noch ein paar Zapfen einer Schwarzkiefer hinzu. Ich habe hier noch so ein bisschen Streumaterial. Das sind so angesprühte, ich sag mal, Holzstückchen. Eventuell diese Sterne werden noch mit eingearbeitet werden. Und höchstwahrscheinlich verwende ich auch noch etwas Schneepulver. Ich will immer Schneespray sagen, aber nein, das ist Bio-Schneepulver. Ja, ich sag mal, einfach so nach Gefühl einarbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Ich hatte auch in der Zwischenzeit überlegt, da ein Teelicht mit einzuarbeiten, aber ich habe mich dann letzten Endes doch für die Lichterkette entschieden. Jetzt fehlt nur noch meine Dekofigur und dann bin ich mit dem Glas auch soweit fertig. Ich habe den Zahnstocher jetzt auch nur deshalb an die Figur gemacht, damit die halt nachher nicht irgendwie umkippen kann. Ach ja, und das Batteriefach, das lasse ich einfach hinter meinem Glas liegen, weil mein Glas steht nachher vor einer Wand. Von daher ist das jetzt mit dem Batteriefach vollkommen egal. Man muss da ja auch letzten Endes irgendwie drankommen, um die Batterien auch mal wechseln zu können. Und dann räume ich hier mal wieder erst meinen Arbeitstisch auf und hole mal das dritte Glas hinzu. Mein drittes Glas hat in meinem Fall eine Höhe von 25 cm und der Durchmesser beträgt 14 cm. Ja, und bei diesem Glas werde ich jetzt den Glasboden mal zunächst mit kleinen Kieselsteinchen bedecken. Alternativ könnt ihr aber auch zum Beispiel Kakteengranulat nehmen. Nun werde ich ein paar getrocknete Tilansien einarbeiten. Einige kennen die auch unter dem Begriff Curly Moos. Dann habe ich hier etwas getrocknete Stacheldrahtpflanze. Und das hier, das ist Birkenrinde. Ihr könnt aber auch natürlich andere Rindenstücke verwenden. Ja, und wenn ich die 3 Materialien eingearbeitet habe, dann werde ich meine Amaryllis auf dem Kies platzieren. Kann allerdings auch sein, dass ich die jetzt schon mal platzieren werde. Ist vielleicht irgendwie sinnvoller. Ja, und im Laufe der Zeit wird die Amaryllis dann auch neue Wurzeln ausbilden. Leider musste ich bei der Amaryllis hier, ich sag mal, die äußere Schale entfernen, weil die am Schimmeln war. Jetzt ist sie halt erstmal, eine Weile halt so weiß. Aber ist jetzt für diese Dekoration vollkommen egal, weil die Knolle wird man nachher in dem Fall nicht mehr sehen. Ne? Ist jetzt nicht so schlimm für meine Zwecke. Die Tilansien, die stopfe ich da jetzt auch so ein bisschen hinein. Und auch dieses Glas wird 1- bis 2-mal die Woche so ein Schnapspinchen voll Wasser bekommen. Ne? Ich finde, mit dem Schnapspinchen Beispiel ist immer eine ganz gute Mengenangabe. So, und dann kann ich mir jetzt auch mal wieder Gedanken machen, wie ich das Ganze gleich weiter dekorieren möchte. Aber ich muss das hier auch noch etwas, ich sag mal, justieren. Ne? Das dauert hier auch immer eine Weile, bis ich damit mal fertig bin. Ich überprüfe auch immer mal die Optik, ob mir das Ganze jetzt schon so zusagt.
Die Birkenrinde könnte hier jetzt zum Beispiel noch ein bisschen anliegender sein. Aber ich glaube, die macht sich da ganz gut drin, die Birkenrinde. Man könnte jetzt auch noch, wenn man wollte, eine Lichterkette mit einarbeiten. Werde ich jetzt allerdings bei dem Glas hier nicht machen. Im nächsten Schritt werde ich Magnolienzweige einarbeiten. Die stammen aus meinem Garten. Dann habe ich hier einen Zweig einer Mädchenkiefer, stammt auch aus meinem Garten. Das hier ist ein Fichtenzapfen und dann habe ich hier noch 3 so kleine Kugeln. Ja, und wenn ich die Materialien eingearbeitet habe, dann bin ich mit dem Glas auch fertig. Ich hatte jetzt hier unten noch spontan diesen Stern hinzugefügt, aber noch mehr werde ich jetzt an dem Glas nicht dekorieren. Wenn meine Amaryllis mal im Laufe der Zeit verblüht sind, dann werde ich sie aus den Gläsern hinausnehmen und setze sie einfach in Kakteengranulat. Ich mache das dann immer so, dass die Knollen ca. 2 bis 3 cm mit dem Granulat bedeckt sind. Ja, und verblühte schneide ich persönlich immer direkt ab. Allerdings die Blätter schneide ich immer erst dann ab, wenn sie komplett eingetrocknet sind. Ja, und dann kann man die Pflanzen auch einfach mal aufheben für das nächste Weihnachtsfest oder halt für die nächste, ja, ich sag mal Weihnachtsdeko. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!